Videos mit Reisetipps sind ja eigentlich nicht meine Art. Bei einer Reise gibt es in meinen Augen kein richtig oder falsch, jeder hat da seinen eigenen Weg und seine eigene Art der Planung und Durchführung, deswegen gibt es auch nicht den einen goldenen Tipp, der eine Reise vor dem Scheitern rettet. Doch bei einer Motorradreise auf Island kann man ein paar Dinge zumindest so weit anders machen, dass einem vor Ort unterwegs keine Möglichkeiten verwehrt bleiben. Und genau darum soll es heute gehen. Dinge, die ich persönlich gerne vor meiner Islandreise gewusst hätte, um meine Planung ein wenig anders zu gestalten. Denn aus den Kommentaren zu meinen Videos weiß ich, dass auch viele von euch mit dem Gedanken spielen, im kommenden Sommer nach Island zu reisen. Daher werde ich heute meine Erfahrungen mit euch teilen, um euch vor denselben Fehlern zu bewahren, die ich gemacht habe und die ich bei der nächsten Islandreise definitiv anders machen würde. Der richtige Zeitpunkt der Reise. Fangen wir mit dem besten Zeitpunkt für eine Motorradreise auf Island an. Ich musste meine Reise berufsbedingt auf den Zeitraum Ende Mai bis Mitte Juni legen. Das ist grundsätzlich auch kein schlechter Zeitraum, wenn ihr nur auf der Ringstraße bleiben wollt. Denn die Temperaturen sind bereits warm genug fürs Motorradfahren, auch wenn das Wetter natürlich noch nicht unbedingt so stabil wie im Hochsommer ist. Das Problem kommt aus einer anderen Richtung, nämlich aus den Gebirgsstraßen in der Mitte der Insel. Denn wenn es eine wichtige Info gibt, die ihr vor eurer Reise nach Island wissen müsst, ist es diese. Die Gebirgsstraßen sind, je nachdem wie viel Schnee im Winter gefallen ist, bis in den Juli hinein geschlossen, da sie mit normalen Fahrzeugen unpassierbar sind. Das wurde mir Anfang Juni zum Verhängnis, als ich voll beladen auf dem Weg in Richtung Landmannalaugar auf der F28 umdrehen musste. Regen, Wind, Kälte, verschlammte Straßen, an diesem Tag kam wirklich alles zusammen. Wenn ihr wissen wollt, ob eine der F-Straßen im Hochland bereits eröffnet ist, informiert euch auf der Internetseite road.is. Die isländische Regierung informiert hier, ob die Straßen offen sind oder zumindest ab wann ungefähr damit zu rechnen ist. Mein persönlicher Lösungsansatz: handelt es wie die Menschen in Skandinavien und orientiert euch an Mittsommer. In Schweden beispielsweise muss man vor Mittsommer immer damit rechnen, dass es nochmal zu einem plötzlichen Wintereinbruch kommt oder einem der Familienausflug verregnet wird, während das Wetter nach Mittsommer statistisch gesehen stabiler wird. 2023 liegt Mittsommer auf dem 24. Juni, was ich persönlich aus mehreren Gründen als idealen Zeitpunkt für den Start der Reise sehe, denn dann hat in Island offiziell der Sommer begonnen. Und zum anderen haben ab Mitte Juni die meisten Gebirgsstraßen geöffnet und ihr könnt von der Ringstraße auch den Abstecher ins Hochland wagen. Das isländische Wetter. Wir haben hier jetzt aus gutem Grund viel über das Wetter auf Island gesprochen, denn das Wetter ist euer Endgegner. Wenn Mutter Natur nicht will, dann fahrt ihr nirgendwo hin. Auf Island entsteht das europäische Wetter und das kann bedeuten, dass ihr am Tag 3 verschiedene Jahreszeiten erlebt. Mir ist das direkt am ersten Tag meiner Reise passiert, als am ersten Bergpass vor Seyðisfjörður noch herrlichster Sonnenschein herrschte, am zweiten Bergpass aber im Hagelsturm die Welt unterging. Damit euch das möglichst nicht passiert, solltet ihr euch die Vedur Wetter-App runterladen. Die ist zwar auch nicht zu 100% akkurat, präzisere Angaben für die nächsten 24 Stunden werdet ihr aber nicht finden, das haben mir unterwegs mehrere Isländer bestätigt. Denn die App greift in Echtzeit auf die mehreren hundert Wetterstationen überall im Land zu und bringt euch die aktuellen Daten direkt aufs Handy. Wenn ihr trotzdem mal vom plötzlich umschwingenden Wetter überrascht werdet, dann wartet einfach eine halbe Stunde ab. Die Chancen stehen gut, dass sich das Wetter in dieser Zeit genauso schnell wieder geändert haben wird, wie es sich verschlechtert hat. Und solltet ihr es mal nicht geschafft haben, vor der nächsten Etappe die aktuellen Wetterbedingungen überprüft zu haben, dann findet ihr noch in regelmäßigen Abständen diese Anzeigetafeln mit Temperaturen, Windrichtung und Windgeschwindigkeiten vor markanten Landschaftspunkten. Alles bis 15 Meter pro Sekunde ist an Windgeschwindigkeit in meinen Augen auch voll beladen und mit Sozius noch vernünftig zu fahren. Hinweise zur Netzabdeckung. Die isländische Regierung legt sehr viel Wert darauf, dass die Vedur-App und andere Informationsplattformen an jedem Ort im Land genutzt werden können, vor allem in den entlegenen Orten der Insel, zu denen es die Rettungsdienste nicht so schnell schaffen würden. Damit das möglich ist, werdet ihr an sprichwörtlich jeder Milchkanne auf Island gutes Handynetz und mindestens 4G Internetempfang vorfinden. Nur an einer einzigen Stelle in den Bergen der Westfjorde habe ich ein einsames, klitzekleines Funkloch finden können, ansonsten hatte ich immer und überall tadellosen Empfang.
Wundert euch also nicht, dass ihr parallel zu den vielen Wetterstationen noch viel mehr Funkantennen in der Landschaft vorfinden werdet, ganz egal wie weit ab vom Schuss ihr seid. Denn nur so könnt ihr euch fortlaufend über das Wetter und die Straßenzustände informieren und das solltet ihr auch. Tipps zur Routenplanung. Wie man allgemein eine Route plant, das muss ich euch sicherlich nicht erzählen, aber ich habe trotzdem ein paar allgemeine Tipps zur Routenplanung für euch. Die nordischen Länder haben alle eine Gemeinsamkeit: keine Autobahnen, wie wir sie in Deutschland kennen. Das macht das Reisen um einiges entspannter, man kommt aber nicht so schnell vorwärts. Auf Island sind Tempolimits von 70 oder 90 km/h der Standard, durch Wettereinflüsse oder schlechte Straßen im Hinterland können sich 50 Kilometer Strecke aber gerne mal ziehen wie Kaugummi. Ich persönlich rechne deswegen während meiner Routenplanung nicht mit einer Distanz in Kilometern pro Tag, sondern einer Fahrtdauer in Stunden pro Tag. Grob setze ich in den nordischen Ländern für jeden Tag 4 Stunden reine Fahrzeit an, manchmal natürlich auch mehr. Zu diesen 4 Stunden Fahrzeit kommen dann nochmal 4 bis 6 Stunden Aktivitäten hinzu, sodass der Tag am Ende gut gefüllt ist. Die Intensität des Verkehrs ist dabei abhängig davon, ob ihr im Norden oder im Süden unterwegs seid. Im Süden ist immer mehr los, da es die Hauptverkehrsroute von der Fähre nach Reykjavik ist und die meisten der Touristen diese Route wählen. Im Norden ist das anders, den behandeln die meisten recht stiefmütterlich, was eigentlich schade ist. Aber im Grunde ballt es sich um die Hauptstadt und an der Südküste. Beim nächsten Mal würde ich wieder erst in den Norden der Insel fahren, denn da die meisten anderen Touristen von der Fähre aus erst den Süden abklappern und dann erst weiter nach Westen oder Norden fahren, sind im Süden logischerweise weniger Touristen unterwegs, wenn man selbst eine Woche später dort ankommt. Wenn ihr an einem bestimmten Ort halbwegs alleine sein wollt, solltet ihr die Essenszeiten abpassen. Um 12 oder 18 Uhr habt ihr eure Ruhe, ebenso vor 10 Uhr am Morgen, wenn alle anderen Reisenden noch im Bett liegen. Zum Thema Tankstellen. Das war zugegebenerweise meine größte Sorge vor der Reise, die sich vor Ort aber sehr schnell aufgelöst hat. Denn obwohl Island dünn besiedelt ist, findet ihr quer über die Insel in jedem kleineren Ort zumindest eine einsame Zapfsäule am Wegesrand, die den Durst eures Hobels stillt. Nur wenn ihr ins Hinterland wollt, dann solltet ihr vorsichtiger sein, die Distanz zwischen 2 Tankstellen kann durchaus mehr als 100 Kilometer betragen. Aber ich unterstelle euch einfach mal, dass ihr euch nicht ohne Gedanken und Vorbereitung dahin aufmachen würdet und deswegen sicherlich auch einen kleinen Reisekanister dabei haben werdet. Viel schwerer zu finden als Tankstellen sind hingegen Supermärkte, ihr tut euch also einen Gefallen, immer eine Packung Nudeln und einen Gaskocher im Koffer zu haben. Und da ihr garantiert einen Navi dabei haben werdet, hier gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die gute, ihr werdet es kaum brauchen, denn Navigieren ist hier wirklich sehr, sehr einfach. Man orientiert sich einfach an der Ringstraße und dann an den durchnummerierten Landstraßen. Der Nachteil, wenn ihr einen bestimmten Ort sucht, habt ihr oftmals ein Problem. Denn Ortschaften auf Island können so klein sein, dass sie nicht im Navi aufgeführt werden. Hier empfiehlt es sich grob zu wissen, welche Straßen man fahren muss und in welche Himmelsrichtung man will. Und es gibt physische Wegweiser wie diesen hier, die aber schon mal verwirrend sein können. Straßenqualität und Offroad-Fahren. Wo wir gerade von den Straßen im Hinterland sprechen, eine eurer häufigsten Fragen zu meiner Reise war die nach der Straßenqualität und wie oft man über Schotterstraßen muss. Hier kann man ganz klar sagen, wenn ihr nicht Offroad fahren wollt, dann müsst ihr das auch nicht. Ich würde es euch aber empfehlen, denn ansonsten bleiben euch einige der schönsten Gegenden verwehrt. Über die Hauptstraßen müssen wir nicht reden, die sind durchweg asphaltiert und mit allen Maschinen befahrbar. Die Schotterstraßen hingegen reichen von sehr gut bis absolut grausam. Und oft ist es nicht ganz klar, dass vor euch eine Schotterstraße liegt. Denn oftmals kommt plötzlich nur dieses Schild und 100 Meter später seid ihr nicht mehr auf Asphalt. Das passiert vor allem auf den Straßen mit dreistelligen Nummern, zum Beispiel auf der 612 in den Westfjorden. Auf jeden Fall auf Schotter landet ihr allerdings auf den F-Straßen, die ihr daher auch meiden solltet, wenn ihr auf Asphalt bleiben wollt. Doch auch wenn ihr die F-Straßen fahren wollt, solltet ihr ein paar Dinge beachten. In Episode 4 der Videos zur Islandreise bin ich auf die 3 verschiedenen Arten der F-Straßen eingegangen, die ihr wie hier zu sehen auf Schildern am Anfang der jeweiligen Streckenabschnitte finden könnt. Von der Art der F-Straße ist abhängig, welches Fahrzeug ihr dafür benötigt.
Für die einfacheren Straßen braucht ihr lediglich ein normales, aber zuverlässiges Fahrzeug, für die schwereren ein gutes Allradfahrzeug und für die schwierigsten am besten ein geländegängiges Fahrzeug wie dieses hier. Welche dieser Straßen ihr euch zutraut, das müsst ihr selbst entscheiden. Toller Tipp, ich weiß, aber hier kann ich wirklich keine pauschale Aussage machen, da sich die Straßenqualität jedes Jahr durch die Wettereinflüsse verändert und ihr die Wahl der Straßen natürlich von eurem Motorrad und euren Fahrkünsten abhängig machen müsst. Wenn ich Offroad-Fahren sage, meine ich übrigens explizit das Fahren auf Schotterstraßen, denn das Fahren abseits der Straßen ist auf Island strengstens verboten. Und zu guter Letzt, achtet mir auf die Schafe. Was in Norwegen die Rentiere am Wegesrand sind, die jederzeit auf die Straße rennen können, sind auf Island die Schafe. Camping auf Island. Einer der größten Tipps, die ich euch mit auf den Weg geben kann, ist der, dass ich auf Island nicht unbedingt nochmal campen gehen würde. Und das sage ich als jemand, der bei jedem Wetter unterwegs ist und auch bei jedem Wetter im Zelt schläft. Island hat aber die besondere Eigenschaft, dass es dort auch im Hochsommer durchaus mehrere Tage am Stück nass und richtig kalt sein kann und irgendwann ist die Nässe überall durch. Dazu schalten wir jetzt live nach Island, wo mein Kollege uns eine persönliche Einschätzung geben wird. Wenn ihr Island selber mit dem Motorrad erkunden möchtet, dann tut euch selber einen Gefallen, sucht euch für die Nacht feste Unterkünfte, denn ich habe hier Folgendes erlebt. Ich komme abends auf einen Campingplatz, habe den ganzen Tag auf dem Motorrad gefroren, weil es geregnet hat und windig war, bei durchschnittlich 8 Grad, die ich hier hatte. Dann baue ich mein Zelt auf, kletter in ein noch nasses Zelt der letzten Nacht, weil es hat ja geregnet, es konnte nirgends trocknen und so ging das hier mehrere Tage. Das kratzt nicht nur an der Moral, man fragt sich wirklich, warum tut man sich so etwas im Urlaub an und bezahlt auch noch Geld dafür. Danke Chris, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Was ihr bei gutem Wetter aber unbedingt machen solltet, wenn ihr einen guten Spot gefunden habt, Wildcampen. Und ja, ich weiß, das ist eigentlich nicht erlaubt. Genau deswegen betone ich das mit dem richtigen Spot. Denn obwohl ihr garantiert hunderte Orte finden werdet, an denen ihr niemanden stört, solltet ihr tunlichst darauf achten, keine Pflanzen mit eurem Zelt zu zerstören, da die auf dem kargen Boden viele Jahre zum Nachwachsen benötigen. Das grenzt die möglichen Spots auf einige wenige ein. Wenn ihr aber einen guten Ort findet, an dem ihr euer Zelt auf freier Erde aufbauen könnt, ohne irgendwelchen Schaden zu verursachen, dann macht. Denn in der Morgensonne euer Zelt mitten in den Westfjorden zu öffnen, ist etwas, was ihr nie wieder vergessen werdet. Dafür wird alles, was ihr an Ausrüstung dabei habt, sehr unter dem Vulkangestein und Staub zu leiden haben. Und zwar nicht nur das Motorrad, sondern vor allem auch die Campingausrüstung. Auf Campingplätzen haben sie in der Regel extra Erde aufgeschüttet und Rasen gesät, wenn ihr aber wild campen geht, legt euch am besten eine Plane unter das Zelt. Das scharfe Vulkangestein schneidet euch ansonsten unter Umständen den Zeltboden auf. Und wenn wir schon vom Camping reden, nehmt euch ausreichend Gaskartuschen mit. Dadurch, dass auf Island kaum Windschutz besteht und ihr deswegen fast immer eine steife Brise um die Nase haben werdet, steigt auch der Gasverbrauch beim Kochen entsprechend an. Die Kosten der Reise. Tja, eigentlich könnte man jetzt pauschal sagen, dass Island ein teures Land ist, aber das wäre zu einfach, da ja eigentlich überall in letzter Zeit die Inflation zugeschlagen hat. Dennoch ist Island ein für uns in Deutschland vergleichsweise teures Land. Was Lebensmittel und Benzin angeht, ist es meiner Erfahrung nach wie in Skandinavien. Solange ihr im Supermarkt in der Stadt einkaufen geht, ist alles einen kleinen Ticken teurer. Und da ich unterwegs eher der Sparsame bin, mir Nudeln auf dem Gaskocher zubereite und im Zelt übernachte, fiel mir die Preisdifferenz persönlich kaum auf. Auf dem Land ist alles natürlich nochmal eine Prise teurer und das Sortiment kleiner. Im Restaurant essen gehen hingegen ist richtig teuer und war für mich die absolute Ausnahme. Denn ein bescheidenes, belegtes Brot mit einem Getränk kostet schnell, ungelogen, bereits 20 €. Bargeld braucht ihr beim Einkaufen übrigens nicht, genau wie in den anderen nordischen Ländern bezahlt ihr alles per Kreditkarte. Ich habe in meinen 3 Wochen auf Island nicht einen einzigen Geldschein gesehen. Kosten für die Unterkünfte sind sehr von euren persönlichen Vorlieben abhängig. Da ich fast immer im Zelt auf Campingplätzen übernachtet habe, bin ich im Schnitt mit 10 bis 20 € pro Nacht davongekommen. Ein einfaches Hotelzimmer hingegen kostet in der Regel bereits 100 € pro Nacht, wofür ihr lediglich ein Dach über dem Kopf und ein Bett zum Schlafen bekommt, weiterer Luxus noch nicht mit inbegriffen.
Der teuerste Posten meiner Reise war eindeutig die Überfahrt mit der MS Norröner, denn wenn ihr mit dem eigenen Fahrzeug anreisen wollt, bleibt euch kaum eine andere Wahl, als die einzige Islandfähre zu nutzen. Eine genaue Aufstellung der Kosten und wie die Überfahrt im Allgemeinen so abläuft, findet ihr in meinem separaten Video dazu, aber kurz und knapp kann ich sagen, dass Monopole nie gut für den Konsumenten sind und mich beide Fährfahrten plus Mahlzeiten und günstiger Viererkabine alleine schon 1000 € gekostet haben. Und wo wir gerade von der Fährfahrt sprechen, hier noch ein kleiner Tipp am Rande. Reserviert euch nach Möglichkeit eine Kabine in der Mitte des Schiffs, um bei Sturm möglichst wenig vom Seegang zu merken. Meine Kabine auf der Rückfahrt war ganz vorne und auf dem obersten Deck des Schiffs. Bei einem Seegang von 4,5 Metern hatte man auf der Rückfahrt im Bett alle paar Sekunden das Gefühl, für einen kurzen Moment schwerelos zu sein, als das Schiff in ein weiteres Wellental einfuhr. Was tun, wenn etwas passiert? Trotz der Abgeschiedenheit ist Island eines der am höchsten entwickelten Länder der Welt, eigentlich sollte euch unterwegs also nichts passieren. Und wenn doch, dann profitiert ihr von der guten Netzabdeckung. Denn mit dem Notruf 112 erreicht ihr genau wie in Deutschland den Rettungsdienst, seid euch aber darüber im Klaren, dass Hilfe in einem so dünn besiedelten Land nicht mit einer Hilfsfrist von 8 Minuten bei euch sein wird und unter Umständen etwas kosten wird. Fassen wir mal zusammen. Vor eurem Aufbruch nach Island müsst ihr ein paar grundlegende Dinge klären. Zeitpunkt. Am besten erst ab Mitte Juni, zumindest wenn ihr mit dem Motorrad reist. Route. Nord oder Süd, Ringstraße oder Hinterland, Asphalt und oder Schotterstraßen. Art der Unterkunft, Camping oder Hotel. Folgende Hilfsmittel könnten sich als praktisch erweisen. Die Vedur-App für das Wetter- und Unwetterwarnungen, die 112-App für wortlosen Notruf mit Übermittlung eurer Koordinaten, die Internetseiten road.es und safetravel.es als Informationsquelle zu den Straßenzuständen und zu allgemeinen Reisetipps der isländischen Regierung. Und wenn ihr Anregungen braucht, welche Ziele auf Island etwas für euch sein könnten, schaut doch mal in meine Reisedokus rein. Dazu habe ich euch hier direkt 2 Videos verlinkt. Und mein Geheimtipp für diejenigen, die sie noch nicht kennen, meine anderen Reisedokus, zum Beispiel die zu Norwegen oder Schweden, sind ebenfalls gut gelungen und warten nur auf euren Abruf. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Es leben nur knappe 350.000 Menschen auf Island, denen jährlich mehrere Millionen Touristen gegenüberstehen. Sollte eigentlich nicht erwähnt werden müssen, aber bitte zeigt euch bei eurem Besuch von eurer besten Seite. Man trifft unterwegs immer wieder Orte, an denen Touristen ihren Müll und ihren eindeutigen Fußabdruck in der Landschaft hinterlassen haben. Wir sind dort zu Gast, vergesst das bitte nicht. Entsprechend sollten wir uns auch benehmen und obwohl wir eine gute Zeit haben wollen, auch niemandem auf den Senkel gehen. Und sollte ich im Video etwas vergessen haben, vergesst bitte nicht, mich in eurem schönsten Französisch in den Kommentaren darauf hinzuweisen. Danke euch fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.